Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch wieder mal einen chinesischen Füllfederhalter vorstellen. Der ist jetzt relativ aktuell bei AliExpress zu bekommen, und zwar handelt es sich um den Hero 565. So habe ich ihn bekommen, in dieser Tüte war er drin. Und wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Ich denke, zur Firma Hero oder Hero müssen wir nicht mehr so viel sagen. Das könnt ihr auch in meinen anderen Videos finden. Und dann sage ich euch Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero 565. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde oder nicht und wie viel Geld ihr ausgeben müsst und wo ihr ihn bekommen könnt. So sieht er aus, der Hero 565 von der Firma Hero aus Shanghai. Den bekommt ihr aktuell bei AliExpress für ungefähr 3,50 € inklusive Versand. Und der kommt dann hier neben dieser, ich sag mal, üblichen Verpackung, wenn ihr per Post oder bei AliExpress per Post Füllfederhalter geschickt bekommt, mit diesem Umschlag natürlich und hier in dieser stabilen Kunststoffhülle ist er drin. Das hier ist muss eine Seriennummer sein. Die Farbe wurde im Angebot genauso angegeben, also es ist so ein Schlammgrau, würde ich es mal bezeichnen. Und A46 kann ich nicht erklären und die chinesischen Zeichen kann ich leider auch nicht erklären. Dann machen wir diesen Zipbeutel mal auf und holen den Füllfederhalter mal raus. So sieht er aus. Ja, ist so ein klassischer Füllfederhalter in der Form der 50er, 60er Jahre. Parker 51 ist da, ich sag mal, glaube ich, das bekannteste Modell, aber dieser hier ist deutlich kräftiger. Also wem die 50er Jahre oder 60er Jahre Füllfederhalter so ein bisschen zu schlank sind, der hat hier einen, ich sag mal, kräftigen Füllfederhalter, der in diesem Stil gearbeitet ist. Vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere dafür. Ja, dann schauen wir uns die einzelnen Bestandteile mal an. Fangen wir hier mal an. Müssen wir mal ein bisschen besser reingehen hier wieder. So. Okay, so sieht man ein bisschen was. Ja, hier oben am Clip seht ihr das Hero-Logo. Hier unten am Clip 565, das ist das Modell, und irgendwelche chinesischen Zeichen, die ich leider nicht lesen kann. Es ist eine Metallkappe, die ist gesteckt und schließt den Füllfederhalter sehr gut ab. Wenn ich hier so drüber fahre, habe ich jetzt keine scharfen Metallkanten mehr. Ich sage jetzt, weil ich den Füllfederhalter ein bisschen nachgearbeitet habe und mit ein bisschen, ich sag mal, Arbeit bekommt man dann auch hier einen sauberen Abschluss und hat dann keine scharfe Kante mehr. Okay, schauen wir uns den Clip mal an. Der Clip ist, gucken, ob man das jetzt hier so sieht, der ist federnd gelagert, aber das finde ich schon mal nicht schlecht, aber ihr seht schon, der schließt sich jetzt nicht ganz wieder, wenn ihr den so ein bisschen bewegt, dann bleibt er so offen stehen. Also würde sagen, naja, hält sich in Grenzen. Okay, dann ziehen wir die Kappe mal ab, sie ist wie gesagt gesteckt. Dann schauen wir uns mal die Kappe von innen an. Da seht ihr so Führungen, das finde ich so ganz interessant. Und eine Innenkappe aus Kunststoff ganz am Ende. So, jetzt kann man es noch besser sehen. Da muss ich sagen, recht aufwendig gemacht. Und vor dem Hintergrund, dass der dann da auch richtig reinpasst und nicht verkantet, finde ich das schon sehr, sehr, sehr gut. Aber dieser federngelagerte Clip, das ist ein Versuch wert. Und wir reden, wie gesagt, von 3,50 €, aber wirklich funktional, wenn er so da steht, sage ich mal, ist er nicht. Da müsst ihr noch randrücken. Der ist ja deswegen nicht defekt, aber so dieses federgelagerte, naja, wie auch immer. Also das ist nicht so gut gelöst. Ja, dann seht ihr hier den Füllfederhalter. Hier hat so eine markante,
ja, ich würde mal sagen, lackierte Linie. Also es fühlt sich nicht an wie eine Metalleinlage hier im Griffstück. Das erinnert so ein bisschen an den Parker 61. Der hat ja so etwas auch. Das dient dazu, dass man den Füllfederhalter nicht verkantet, sondern weiß, wo genau und wie genau die Feder gerade steht. Und das hat man hier, ohne es zu kopieren, hat man hier so ein bisschen adaptiert, sage ich mal. Und das ist also, wie gesagt, golden. Jetzt schaut euch mal den Rest an. Die Kappe ist silbern. Dieser Ring hier, der Griffstück und Schafttrend ist auch silbern. Das Stück hier in der Mitte ist golden. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich muss sagen, ist okay, aber es hätte auch silbern sein können, finde ich. Dann hätte es fast noch besser gepasst. Der Füllfederhalter selber ist auch kein Riese, aber liegt sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Man hat ihn wirklich sehr griffig gemacht. Ich mag das, dass das Griffstück etwas kräftiger ist. Das liegt dann, wie gesagt, ich stehe sowieso auf die etwas kräftigeren Füllfederhalter. Das liegt dann sehr, sehr gut in der Hand. Da muss ich sagen, das ist sehr schön. Und gerade die Modelle aus den 50er, 60er Jahren, die sind ja manchmal recht schmal, aber das hat man hier sehr gut, ich sag mal, adaptiert und hat hier eine, ich sag mal, moderne Version dieser Klassiker hier geschaffen. Ansonsten die Farbe, ja, ist so ein grün, grau, Schlammgrau, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus, passt auch gut zu diesem Goldton hier. Mit dem Silbernen beißt sich's nicht aus meiner Sicht. Wenn das hier wieder aufsteckt, sieht es auch noch gut aus. Also ist schon gelungen, die Farbgebung, finde ich. Gibt es auch in anderen Farben noch, in Bordeaux-Rot, im klassischen Schwarz. Könnt ihr euch bei AliExpress alles mal anschauen. Ich möchte es an der Stelle wieder mal sagen. Ich bekomme weder was von Hero und auch nichts von AliExpress dafür, dass ich euch hier die Füllfederhalter vorstelle, sondern das mache ich, um euch einen Eindruck zu vermitteln und euch eine Empfehlung auszusprechen, ob es für euch Sinn macht, sich mit dem Füllfederhalter weiter zu beschäftigen oder aber eher nach einem anderen Füllfederhalter zu suchen. Okay, dann schrauben wir hier mal den Schaft auf oder ab. Da seht ihr hier schon ein ganz normaler Konverter, hier auch gebrandet mit Hero. Hier kann man es sehen, finde ich schon mal sehr gut. Da steht man dazu. Ich habe mich hier für Lamy T52 Bronze entschieden. Ja, ansonsten alles sehr herkömmlich, sage ich mal. Kunststoffgewinde auf Kunststoffgewinde. Das ist auch in Ordnung. Griffstück, wie gesagt, ist hervorragend, das ist kräftig. Hier ist es auch ein bisschen scharfkantig, wenn er hier so dran fasst, muss ich auch sagen. Aber finde ich jetzt nicht schlimm, habe ich jetzt nicht nachbearbeitet. Aber man merkt es deutlich, dass es hier scharfkantig ist. Wenn ich den Schaft wieder aufgeschraubt habe, dann merkt ihr davon nichts. Aber so ist es schon eher eine scharfkantige Angelegenheit. Legen wir das mal nebenhin mit dem Konverter zusammen. Ja, Schaft relativ unspektakulär. Hier oben nochmal so ein kleines Löchlein drin. Bräuchte man eigentlich nicht, weil den gibt es auch mit so einem Quetschkonverter. Insofern denke ich mal, dass es vielleicht damit zu tun hat, aber hier mit dem Konverter, denke ich, ist es nicht notwendig, aber da wird man eine Serie produziert haben und dann hier diesen Druckausgleich da eben auch mit drin zu haben. Aber es ist nicht scharfkantig, es ist nicht komisch. Auch hier alles gut verarbeitet. Kunststoffschaft, kann man wenig zu sagen. Okay, dann schrauben wir nochmal wieder zu. Und wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann merkt ihr gar nichts, dass da irgendwas scharfkantig ist. Also völlig in Ordnung. Okay, dann machen wir gleich Maße und Gewicht, so wie ich ihn jetzt hier ohne Kappe vor euch hinhalte, also schreibbereit sozusagen. Da misst er 11,9 cm, das ist kein Riese, aber er lässt sich bequem halten. Er lässt sich hier auch in meiner recht großen Hand ohne aufgesteckte Kappe benutzen. Insofern alles gut, muss ich wirklich sagen. Das ist bisher der beste Eindruck von dem Füllfederhalter, ist so die Möglichkeit, ihn hier schreibbereit zu halten. Die Kappe kann man logischerweise auch aufstecken. Die ist durch diese Führung, die ich euch vorhin gezeigt habe, steckt die sich auch ganz seidenweich auf.
Er wird dann etwas kopflastig, weil es ja eine Metallkappe ist, aber immer noch so, dass man ihn benutzen kann. Also ich hätte damit jetzt überhaupt keine Probleme und würde ihn aber nachher nicht so benutzen. Aber es ist wirklich, na klar, ein Unterschied, aber kein Unterschied, der es einem unmöglich macht, wo man sagt, nee, also das möchte ich jetzt hier nicht aufgesteckt benutzen. Und sie hält auch bombenfest. Ich zeige es euch hier nochmal. Also da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Und im geschlossenen Zustand, da packt sich die Kappe auch hervorragend drauf. Hier hatte ich, wie gesagt, ein bisschen nachbearbeitet. Jetzt fühlt es sich sehr, sehr gut an. Also hier im geschlossenen Zustand, da misst er, so wie ich ihn jetzt hier hinhalte, 13,5 cm. Der Füllfederhalter wiegt mit Konverter und befüllt mit Tinte 17,4 Gramm. Für einen Kunststoff-Füllfederhalter mit Metallkappe völlig normal. Und ja, da reiht er sich ein in den Bereich, in den sich ganz viele chinesische Füllfederhalter dann auch einreihen. Hier haben wir nochmal so eine, das habe ich euch vorhin bei der Kappe nicht beschrieben, ihr seht hier so eine Linienornamentik drauf, immer 3 Linien zusammen an der Kappe. Ist auch nochmal so dieses klassische Design. Mal gucken, so sieht man es, glaube ich, am besten. Ja, alles erinnert so an die 50er, 60er Jahre. Das sieht schon recht gut aus und fühlt sich auch angenehm an. Das ist schon okay. Ja, so viel dazu. Wenn wir hier mal wieder ein bisschen fokussieren. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Hero 565. Der hat eine feine Feder, Hooded Nib, also eine abgedeckte, damit die nicht so schnell austrocknen soll. Da kann ich natürlich noch nichts dazu sagen, ob das dann letztlich auch gelingt. Das muss man sich dann anschauen. Ja, so viel dazu. Das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Die Tinte ist Lamy T52 Bronze. Und das sind so die wesentlichen Dinge, die wir hier wissen müssen. Okay, dann hören wir uns mal an, wie diese feine Feder hier über das Papier gleitet. Ja, ich finde, das klingt ganz vernünftig, nicht weltbewegend, auch nicht besonders herausragend weich, aber völlig in Ordnung. Gibt Feedback. Wenn man den so ein bisschen verkantet, dann wird das Feedback deutlich lauter. Ihr habt es eben vielleicht gehört, ich habe den so ein bisschen gedreht. Und dann finde ich es auch nicht mehr so schön. Aber wenn man so die Schreibstellung, sage ich mal, gefunden hat, dann klingt es ganz angenehm und ist völlig in Ordnung. So, dann haben wir einen Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ob er gleich da ist und wir machen mal schnelles Schreiben. Ja, sofort da. Ja, ihr seht, glänzt auch ordentlich. Kann man jetzt hier nicht so genau sehen. Ich versuche es mal hier ein bisschen reinzuheben. Ja, dann nimmt das Papier das auch gleich auf. Tintenfluss kommt jederzeit mit. Der Füllfederhalter hat da kein Problem. Für eine feine Feder gibt es wieder ordentlich Tinte aufs Papier. Da haben wir gar kein Problem. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Unangenehm. Ihr seht schon, da bin ich sogar am Papier hängen geblieben. Also hier oben hat man einen Aussetzer, das habt ihr auch gesehen. Ist nicht gemacht zum verkehrt herumschreiben. Dafür ist die Feder wirklich nicht gemacht. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen in diese Feder.
Nein, das kann man an der Stelle schon beenden. Da ist keine Variation hineinzubekommen, dann schauen wir uns nochmal den Tintenfluss an. Ja, der ist sehr gut. Also Tintenfluss muss ich sagen, da kommt ordentlich Tinte und da kann man gar nicht meckern. Okay, so viel zum Schreibtest des Hero 565 und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Hero 565? Ja, gut gefällt mir. Ich zeige euch hier nochmal. Es ist so ein klassischer Füllfederhalter. Der hat ein bürotaugliches Design, also nicht wie bei manchen chinesischen Modellen, dass man sagt, naja, also das ist schon ein bisschen too much. Es ist ein kräftiger Füllfederhalter. Das will ich euch hier auch nochmal zeigen. Ich will mal die Kappe abziehen. Also wer diese klassischen Füllfederhalter mag und wem die zu schmal sind, der hat hier so ein richtig kräftiges Teil. Und das ist schon, ich zeige es hier nochmal so ein bisschen, wenn ich ihn hier in der Hand halte, da könnt ihr das ganz gut sehen. Das finde ich schon sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Er liegt gut in der Hand, deswegen, also zumindest bei mir, weil ich die kräftigen Füllfederhalter ganz gerne mag. Konverter ist dabei, ist gebrandet, das heißt, man steht hier von der Firma Hero zu dem Füllfederhalter. Der Tintenfluss ist hervorragend, habt ihr gesehen, wir reden von einer feinen Feder. Da kann man überhaupt nichts sagen. Feder gibt Feedback, aber dieses Feedback ist deutlich abhängig, wie ihr den Füllfederhalter haltet. Also wenn ihr den so ein bisschen in der Hand nehmt und mal probiert, da gibt es Stellen, wo er sagt, puh, also müssen wir doch noch mal irgendwie ein Stückchen drehen und dann wird es deutlich besser. Also Feedback ist da und ihr müsst mal so ein bisschen gucken, wie ihr damit umgeht. Ja, das sind die positiven Dinge. Was gefällt mir weniger? Also mir gefällt nicht so gut, das hatte ich euch vorhin gezeigt. Oder was heißt gefällt nicht so gut? Es ist nicht so auffällig. Ich hatte euch ja gesagt, der hat eine silberne Kappe. Dieser Zierring, der ist jetzt hier nicht so ganz deutlich zu sehen, aber hier sieht man ein bisschen. Der ist auch in Silbern gehalten und hier oben drauf haben wir eine goldene Applikation, damit ihr wisst, wie ihr den Füllfederhalter halten müsst. Entschuldigung. Dieses Goldene, das passt, finde ich, ganz gut noch zu dem Grau hier. Aber vielleicht hätte man es auch in Silber machen können. Aber das ist jetzt nicht eine Sache, die mich wirklich stört. Aber ich will es einfach ansprechen, weil diese Gold-Silber-Kombination für den einen oder anderen immer so ein bisschen problematisch sind. Dann hatte ich euch gesagt, dass ich den nachbearbeitet habe an der Kappe. Der Kappenrand, der war sehr scharf. Den habe ich nachbearbeitet. Jetzt passt es für mich. Ist jetzt auch kein riesen Zeitaufwand gewesen. Da hat man mal 5 Minuten sich Zeit genommen und dann war das alles erledigt. Und ich finde aber, wenn einer drauf guckt, auch für 3,50, und ich habe euch schon mehr Füllfederhalter vorgestellt, die in diesem Preissegment liegen, da kann auch mal einer drauf gucken und kann vielleicht sich da nochmal um diesen Kappenrand kümmern. Die Feder ist recht steif. Das ist für eine feine Feder nicht ungewöhnlich, aber ist jetzt nicht etwas, was mich begeistert hat. Man hat Feedback. Und ich hatte es euch gezeigt, ich zeige es euch hier nochmal, dieser Clip, der ist einfach nicht funktional. Ja, das sind so die negativen Punkte des Hero 565 für mich. Und würde ich mir wieder kaufen? Ich denke nicht. Ich finde 3,50 € sind nicht viel Geld, insofern ist das jetzt keine Fehlinvestition. Aber es ist ein Füllfederhalter, der mich dadurch begeistert, dass er ein kräftiges Design hat, dass er gut in der Hand liegt. Aber weder die Feder noch der Clip noch, ich sag mal, die Kappe, die alle schön gearbeitet sind, aber eben nicht bis zu Ende, sodass man die nacharbeiten musste, die Kappe zum Beispiel. Da gibt es massenhaft in China Füllfederhalter. Da ist jetzt für mich nicht so, dass ich sage, also ich kaufe mir jetzt noch mehrere Modelle vom Hero 565. Das muss nicht sein. Wem das Design gefällt, der kann hier zu einem günstigen Preis zuschlagen. Das Design finde ich sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich mir auch gekauft. Aber am Ende des Tages ist es für mich ein chinesischer Füllfederhalter mit einer feinen Feder. Wie seht ihr das?
Habt ihr einen Hero 565? Habt ihr vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht? Kann ja sein. Manchmal ist es bei den günstigen Füllfederhaltern so, da wird das verarbeitet, was am Markt ist, und vielleicht ist da eine andere Feder drin bei euch, die deutlich geschmeidiger ist. Wie auch immer, sagt es mir in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr mein Video liked. Ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.